Große Umwälzungen, egal ob im persönlichen Leben oder auf der globalen Bühne, so wie jetzt, bringen immer auch eine Menge Unsicherheit und Unklarheit mit sich. Daher habe ich mir gedacht, ich stelle heute mal zwei Fragen. Was kann dir Sicherheit geben? Wie kannst du Klarheit gewinnen? Vielleicht fühlst du dich selbst verunsichert durch all das, was da so im sogenannten Außen geschieht. Diese Preissteigerungen, Mietsteigerungen, Unsicherheiten des Arbeitsplatzes, Kriegsgeschehen und so weiter und so weiter. Oder aber du hörst es permanent in deinem Umfeld, egal ob Familie, Freunde, Arbeitsumfeld oder einfach, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst und so Ohrenzeuge wirst von dem, was die anderen so quatschen. Wie kannst du damit ganz gut umgehen? Und ich spreche da aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung von Menschen in meinem Umfeld. Ich persönlich finde, wenn mich das alles sehr verunsichert, dann ist total wichtig, dass ich mich selbst akzeptiere, so wie ich bin. Also in die Selbstliebe gelange. Und dass ich auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit habe. Das heißt, dass das, was ich mir vornehme, am Ende mir auch gelingt, ich in die Realität bringen kann. Nach meiner Erfahrung und checke einfach für dich, ob das für dich auch eine Inspiration sein könnte, geben Rituale Sicherheiten. Also wenn ich weiß, wie der Hase läuft, sozusagen. Und das sage ich nicht nur, weil heute Ostersonntag ist. Für diesen Zweck habe ich ein spezielles Tagebuch entwickelt, weil mir die Tagebücher, die ich so am Markt finden konnte, nicht so 100% gefallen haben. Und zwar das Minutentagebuch für spirituelle Alltagshelden. Ich persönlich führe es täglich, aber es ist so aufgebaut, du siehst es hier, dass du selbst entscheiden kannst, ob du das Tag für Tag führst oder nur alle 2, 3 Tage, wie du möchtest. Ein wichtiger Aspekt ist nach meiner langjährigen Erfahrung mit der Nutzung von solchen Tagebüchern, als erstes am Morgen hier einfach mal aufzuschreiben und seien es nur 3 Dinge, für die du dankbar bist. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel dafür, sich sicherer im Tag und auch ganz allgemein zu fühlen. Dann nehme ich mir pro Tag, und deswegen sind da auch nur 3 Zeilen, Dinge vor, die ich unbedingt an diesem Tag in die Tat umsetzen möchte. 3 Dinge reichen. Und ich wähle mir ein Motto für den Tag. Dieses Motto kann ein Satz sein, was weiß ich, heute wird ein fröhlicher Tag oder aber heute halte ich Fokus auf, Punkt, 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 was auch immer. Und am Abend kannst du dir dann aufschreiben, was dir gut gelungen ist, was du vielleicht anders machen würdest, wem du auf welche Weise ein Licht in all der Finsternis warst und dann hier unten auch dein persönliches Resümee. Das ist eine Geschichte, du weißt genau, früh und 5 Minuten reichen wirklich, länger brauchst du für dieses Tagebuch nicht und abends 5 Minuten, aber du hast etwas, wo du einen Haken dran machen kannst. Und das erhebt einen. Also wenn ich einen Haken dran machen kann, fühle ich mich einfach gut. Und wenn da zum Beispiel steht, heute eine lange Meditation machen und ich mache einen Haken dran, dann gibt mir das ein gutes, sicheres Gefühl. Zu Beginn sagte ich, dass ein wichtiger Aspekt für das Thema Sicherheit auch Selbstakzeptanz, Selbstliebe und Selbstwirksamkeit sind.
Die Selbstwirksamkeit kann ich gut mit so einem Tagebuch und entsprechenden Ritualen überprüfen. Auf welche Weise jedoch komme ich in Selbstakzeptanz und Selbstliebe? Nach meiner Erfahrung und der Erfahrung vieler tausender Seminar- und Coaching-Teilnehmer kommst du dorthin, indem du erkennst, wer du wirklich in deiner Tiefe bist. Also dich nicht unbedingt zufrieden gibst mit dem, wie andere dich sehen, was du als Rückmeldung von außen bekommst. Das kann erstmal ein guter Anhaltspunkt sein, aber, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, das muss nicht die Wahrheit sein, nicht deine Wahrheit. Ganz einfach, weil wir schon als sehr kleine Kinder lernen, wer wir selbst sind, wer die anderen sind und was es mit der Welt als großem Ganzen auf sich hat. Und da übernehmen wir ganz viele Meinungen anderer, ohne sie hinterfragt zu haben und denken dann, das ist die Wahrheit. Bei mir in meinem Leben gab es 2016 ein gravierendes, einschneidendes Erlebnis, gleich zu Beginn des Jahres, was mich erstmal in ein tiefes Loch hat fallen lassen. Und als ich so langsam aus diesem Loch wieder hervorgekraxelt bin, wurde mir klar, ich muss in mich gehen. Ich muss in die Tiefe meines Herzens schauen. Nicht nur meinen Geist anstrengen, sondern auch schauen, was sagt mir mein Herz, was sagen mir meine Gefühle. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt zwei Entschlüsse gefasst. Ich hatte vorher schon unregelmäßig meditiert, dann habe ich mir vorgenommen, täglich zu meditieren und damit auch meinen Kontakt zur geistigen Welt herzustellen. Das war das eine. Und zum anderen habe ich mir vorgenommen, keinerlei Coaches aus Fleisch und Blut für 10 Jahre in Anspruch zu nehmen, sondern ein Experiment Selbstcoaching zu starten. Dieses Experiment habe ich dann aber trotz alledem nach 9 Jahren schon beendet, einfach weil es mir zu diesem Zeitpunkt, also im vergangenen Jahr, angebracht erschien, auch mal ein Seminar zu besuchen. In dieser Zeit und mit meinen Erfahrungen ist dieses Büchlein entstanden. Wie Selbstcoaching gelingt mit Intuition und 7. Sinn. Und damit ist der Kontakt zur geistigen Welt gemeint. Deine Seele zum Leuchten bringen. Denn wir sind nicht die Hülle, unser Ego selbst, sondern das, was da innen drinnen, von innen heraus leuchten möchte. Und wir kennen sie alle, diese Menschen, die wirken so richtig in ihrer Mitte, die leuchten von innen heraus. Und dann gibt es die anderen, da haben wir das Gefühl, heute sind sie so und morgen ganz anders. Und immer richten sie sich nach der Meinung der großen Masse oder ihres Umfeldes, wie auch immer. Das heißt, ich möchte dich sehr herzlich dazu einladen, tief in dein Herz zu gehen, zu schauen, wer du in der Tiefe bist und auch zu lernen, wie du Kontakt zu deinem höheren Selbst, zu Gott, dem Universum, wie zu einem Sparringspartner herstellen kannst. Und die kosmischen Energien, die uns jetzt erreichen, die sind perfekt dafür geeignet, diese Prozesse zu beschleunigen. Wie Meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos als eine Art Anleitung, sodass du, falls du damit noch nicht so viel Erfahrung hast, es damit dir selbst sozusagen beibringen kannst. Und die Links zu den beiden Büchern, die gibt es bei Amazon. Die sind hier unten drunter in der Beschreibungsbox verlinkt. Ich hoffe, diese Inspiration konnten dir helfen und du hast eine Anregung für dein eigenes nach vorne gehen, mehr in die innere Sicherheit und vor allen Dingen auch in die innere Klarheit zu kommen, egal was da draußen so geht in der Welt. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
ist ja ein ganz spezieller Tag, nämlich Ostersonntag. Eine gute Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Video oder Podcast.